Touri aus Deutschland meldet sich zum Dienst. Ey, passt mal auf, Leute, mein Outfit, ich habe es mir gerade hier auf der Kamera reingezogen. Ich sehe heute wirklich aus wie der größte deutsche Tourist. So muss man noch rumlaufen hier, oder? Mit der Mütze und so. Ah. Oh. Hello. You have a car rental in this place? No. No? Car rental? Yeah, there's no. I know, no. Digga, was für ein Autoverleih? Warum soll ich einen Autoverleih haben? Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Tag aus Miami. Ja, ich bin in den USA. Mir ist auch mal aufgefallen, also ich war in meinem Leben zwar schon 3-mal insgesamt hier, aber so wirklich, dass ich in den USA ein Video gedreht habe, ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. 2024 bin ich Lufthansa First Class nach Miami geflogen, aber ich habe kein Video hier in den Staaten gedreht. Und irgendwie habe ich mich auch so letztens mal gefragt, ey krass, dass seitdem ich angefangen habe, irgendwie so ein bisschen die Welt zu bereisen und eigentlich in vielen Ländern schon Videos über Hotels oder was auch immer gedreht habe, ich war noch nie in irgendeiner amerikanischen Stadt und das muss sich ja eigentlich mal ändern. Und da bin ich gestern hier gelandet in Miami, ja, schön in Florida, tolles Wetter, Deutschland waren -2 Grad oder so, kurze Hose, sehr, sehr angenehme Temperaturen. Und heute geht es um Folgendes. Hinter mir seht ihr das Fontainebleau Hotel hier am Miami Beach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte das Hotel nicht. Also es ist wohl sehr, sehr bekannt, auch aus vielen Filmen bekannt. James Bond wurde hier gedreht, Scarface. Wohl das historischste, ich sag mal noble Hotel hier in Miami, was es so gibt. Wurde, meine ich, 1950 erbaut. Und da habe ich mich jetzt einfach mal eingebucht. Die Welt hier ist einfach ein bisschen anders als bei uns oder in vielen anderen Ländern. Ich muss auch sagen, hier am Miami Beach, es ist alles ganz cool. Also ich mag es wohl, aber ich bin jetzt auch kein Mega-Fan. Also alles auf dieser Seite hier mit den Booten und Yachten und diesem kleinen River ist schon ganz nice. Alles zu Miami Beach hin finde ich ziemlich voll gebaut und auch hässlich. Ehrenlos teuer natürlich auch. Also generell würde ich mal behaupten, bin ich jetzt nicht... Jetzt sind die Ladies da im Hintergrund weg. Also generell würde ich behaupten, bin ich jetzt nicht der größte USA-Fan. Also New York mag ich als Stadt, Miami, ja, ist okay. Also es ist schon schön, hat viele ganz nette Ecken. Wenn man hier jetzt diese Seite sieht, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ziemlich voll gebaut, alles so weiß, sieht alles sehr steril aus. Jedes Gebäude irgendwie gleich. Die Palmen werten das natürlich ein bisschen auf, die Straße auch, aber ich finde es halt einfach nicht ganz so schön. Ich kann auch jetzt schon mal vorweg sagen, in dem Video wird es sicherlich auch wieder ein bisschen Gemecker geben. Viele Sachen werden auch gut, denke ich, aber ja, wir haben jetzt hinter mir also das Fontainebleau Hotel, das zieht sich auch ziemlich von da ganz hinten bis hier vorne. Das sind 4 verschiedene Gebäude mit insgesamt unfassbaren 1500 Zimmern. Ja? Ich wollte eigentlich 2 Nächte hier bleiben, habe vor 2 Wochen ungefähr gebucht und von der Nacht gestern auf heute gab es einfach kein Zimmer. Das war komplett ausgebucht, da sind auch immer irgendwelche Conventions oder so Arbeitsevents. Also schon echt verrückt und deswegen konnte ich halt nur von heute jetzt auf morgen da schlafen. Habe aber eine Suite gebucht, 93 Quadratmeter das Zimmer, das ist schon fett. Hier vorne ist ja der Haupteingang, da gehen wir jetzt gleich rein. Unser Zimmer befindet sich aber hier in dem hohen Gebäude. Das ist das Tresorgebäude auf der 14. Etage. Ja, also jetzt mit der Yacht im Hintergrund ist schon ganz cool, ne? Wir konnten schon ziemlich früh einchecken heute um 11 Uhr. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich war allerdings auch so ein bisschen schockiert, weil sowas, was da passiert ist beim Check-in, habe ich noch nie erlebt. Bei Marina Bay Sands in Singapur war es auch recht voll, aber das ging recht flott. Da standen wir heute Morgen bestimmt so, ich würde mal sagen 25 Minuten, bis wir erstmal einchecken konnten, weil da so eine lange Schlange war. Schaut mal rein. Wie am Flughafen hier, wenn man sein Gepäck einchecken will. Schaut mal, das ist hier, glaube ich, ein Uppsala. Ist hier rot? Nee, ich kann rüber. Hier haben wir so ein selbstfahrendes Auto, also Uber ohne Fahrer. Und hier jetzt ein Cybertruck. Also das finde ich schon wirklich super lustig, die Dinger hier zu sehen. Schaut euch das mal an. Jetzt mogel ich mich hier mal rüber. So, jetzt haben wir es auch mal rüber geschafft. Ein Polizeiauto. Sieht auch immer ganz geil aus, Miami Beach. Und hier ist der Haupteingang vom Hotel. Gestern Nacht haben wir einfach ein Hotel daneben geschlafen, weil wir hier halt noch nicht rein konnten. Das war ziemlich abgewrackt, zumindest für den Preis. Auch uralt. Und hier geht's jetzt rein. Nehmen wir mal den Haupteingang. Zack, zack. Schaut mal hier. Welcome to Fontainebleau. Riesige Lobby. Hier wird direkt Werbung gemacht für einen Club, der ist hier im Hotel. Da tritt heute Steve Aoki auf später. Mal gucken, ob wir da umsonst reinkommen. Hier haben wir eine Bar. Ja. Und hier geht es jetzt in Richtung unseres Zimmers im Tresor.
Tower. Auf der anderen Seite hat man noch den Sorrento Tower. Hier sind wir heute Morgen auch lang spaziert. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Hotelinfo hier. Das Fontainebleau Miami Beach ist eines der bekanntesten Luxushotels der USA und ein echtes Wahrzeichen von Miami. Eröffnet 1954, war es oft Schauplatz bekannter Hollywood-Filme. Neben dem Hauptgebäude gibt es noch den Tresor und Sorrento Tower sowie den neuesten, wohl noch luxuriöseren Bereich, den Versailles Tower. Welcome back, da ist der Pool und hier geht es dann in einem ziemlich langen, aber auch coolen Gang mit alten Bildern von Gästen, Promis, die alle schon waren, Richtung Tresor Tower. Also ihr merkt schon, es ist wirklich riesig. Schaut mal hier, war das vielleicht James Bond, als die hier gefilmt haben? Oder hier? Es ist halt wirklich so richtig schön amerikanisch. Auf der einen Seite finde ich das cool. Irgendwo würde ich immer schöne, nette Hotels in Asien irgendwie bevorzugen. Ist halt wirklich auch schon recht voll hier, also Hotel ist komplett ausgebucht. Hier geht es in den Sorrento Tower. Kannst auch hier durchgehen, hier sind überall so Verbindungsgänge. Der Eingang zu unserem Ding ist aber hier. Und das ist halt auch das Gebäude. Ich glaube, hier unten gibt es auch nochmal eine extra Rezeption. Hätte ich das mal eher gewusst. Dann hätte man auch direkt hier einchecken können. So. Und hier steht es dann Tresor Elevators. Da müssen wir hin. Also das ist auch direkt schon mal das Negative. Aufzug immer komplett voll. Ich habe gerade ungefähr 5 Minuten unten gewartet. Als ich eben runtergefahren bin, um das Video aufzunehmen, habe ich locker über 10 Minuten hier gestanden, bis der Aufzug kam. Also schon wirklich ganz verrückt. Es gibt einfach leider zu wenig Aufzüge für die Menschen, die hier rumrennen und alle sind so aktiv, fahren die ganze Zeit Aufzug. Das ist natürlich nicht so geil, wenn man immer so lange warten muss. Aber egal. Nächstes Mal können wir auch einfach Treppen gehen. Sind ja nur in der 14. Etage. Das würde eigentlich sogar gehen. So sieht das hier aus. Wirklich sehr amerikanisch, wie im Film. Und das hier ist unser Zimmer 21406. Ja? Auf dieser Etage gibt es auch nur Suiten. Ne? So, da gehen wir jetzt mal rein. Ein Band habe ich auch schon bekommen. Das ist dann auch immer von der Farbe unterschiedlich. Kommt darauf an, in welchem Gebäude man ist. Zack. Hier haben wir dann so ein kleines Zwischenzimmer. Unsere Nachbarn. Und hier geht's rein. Tada! Und da bin ich, Leute. Ja, ich habe ja gerade schon angemerkt, 93 Quadratmeter haben wir hier. Also wirklich sehr, sehr viel Platz, das muss man sagen. Kommen wir direkt mal zum Preislichen. 970 € habe ich hier bezahlt pro Nacht umgerechnet, was natürlich schon eine Stange Geld ist. Ich muss aber sagen, verhältnismäßig irgendwie eigentlich ein guter Preis. Weil Miami Beach ist für mich persönlich der teuerste Ort, den ich bis jetzt auf der Welt gefunden habe. Klar, in New York gibt es auch das eine oder andere Viertel, was extrem teuer ist. Aber Miami Beach, sowohl wenn du hier morgens ins Café gehst, als irgendwelche Hotels hier, das ist alles so überteuert. Gestern Nacht haben wir hier neben geschlafen in einem Hotel, das war okay, aber echt dreckig, uralt. Da zahlst du auch 400 € die Nacht. Normale Zimmer kosten hier gerade 550 € pro Nacht. Da hast du dann 28 Quadratmeter. Und jetzt hier die Suite, 93 Quadratmeter, 970 €. Also ich würde sagen, irgendwie eine komische Preisstruktur. Deswegen finde ich den Preis soweit in Ordnung. Ne? Ist auch ein schönes Zimmer, definitiv, zeige ich euch jetzt sofort. Eine Sache, über die ich mich sehr freue, dass das jetzt endlich mal geklappt hat, was ich auch schon lange und meistens auch recht smart betreibe, um vielleicht auch mein Geld gut anzulegen, damit ich mir auch weiterhin schön so Hotels mal leisten kann für Videos. Das ist investieren. Also einfach Geld, was man über hat, anzulegen. Ich habe damit, also ich bin jetzt 28 Jahre alt, glücklicherweise mit 19 Jahren angefangen. Ja, das ist, also vor 9 Jahren habe ich gesagt, ich muss jetzt mal irgendwie mein Geld investieren. Damals hatte meine Bank so ein Angebot, ich habe mich darauf eingelassen, bereue ich auch nicht, war okay. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, ey, du musst das auch mal selber machen. Und seitdem nutze ich Trade Republic. Ich habe angefangen, selber privat zu investieren am 5. Juli 2020. Das war, würde ich mal sagen, mit einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Damals mit 200 € monatlich. Das hat sich aber definitiv langfristig jetzt auch schon bezahlt gemacht. Denn das ist ganz wichtig, ihr müsst jetzt nicht reich sein, um zu investieren. Also das geht auch schon mit 10, 20, 30, 40 € im Monat. Die ihr überhaupt, macht euch schön einen ETF-Sparplan oder so. Trade Republic ist an sich also einfach eine App, der aber mittlerweile schon über 10 Millionen Kunden vertrauen. Unter anderem auch ich. Und was ich so gut finde, es ist wirklich unfassbar einfach und übersichtlich. Absolut idiotensicher und auch für jeden zu verstehen. Neben einfachen Investieren in ETFs, Einzelaktien, aber auch Kryptowährungen und so weiter und so fort gibt es auch noch ein paar andere Angebote. Ihr könnt einfach Geld, was ihr rumliegen habt, auf euer Trade Republic Konto legen, bekommt da dann 2% Zinsen jährlich drauf. Könnt auch ein Kinderdepot eröffnen, um euren Kindern direkt ab der Geburt vielleicht was Gutes zu tun langfristig. Oder euch auch eine Trade Republic Mirror Card bestellen, mit der ihr weltweit kostenlos abheben könnt, sofern es über 100 € sind. Keine versteckten Gebühren oder sonst irgendeinen Quatsch, wo man meistens nicht durchsteigt, wenn man irgendwie über seine Bank oder seinen Bankberater da irgendwie Aktien kauft. Kann sich natürlich auch lohnen, keine Frage. Ich bin aber super froh, dass ich Trade Republic gefunden habe. Ich kann euch ans Herz legen, macht einfach einen schönen ETF-Sparplan. Da kann
kann man eigentlich langfristig nichts falsch machen. Kann man sich auch völlig automatisieren, dann habt ihr damit nichts zu tun. Also ladet euch jetzt die Trade Republic App runter. Erster Link wie immer in der Videobeschreibung und startet mit dem Sparen, Investieren. Einfach, flexibel und schon ab 1 Euro möglich. Vielen Dank fürs Sponsern des Videos und wir machen hier jetzt mal weiter. So, jetzt müssen wir auch mal in den Quark kommen hier. Wir starten die Roomtour hier vorne. Zack, Eingangstür. Hier bin ich eben reingekommen. Hier hat man dann auch direkt eine Toilette. Das ist auch, glaube ich, sogar die einzige Toilette hier im Zimmer. Moinsen. Mit Spiegel, Waschbecken, Toilette und sogar auch noch eine Dusche hier. Alles schon eher altbacken, so ein bisschen in die Jahre gekommen, definitiv. Aber das hätte ich gar nicht so gedacht, weil im Internet stehen auch sehr viele schlechte Rezensionen zu dem Hotel, dass es dreckig ist, den Preis nicht mehr wert und so weiter und so fort. Es ist hier wirklich in unserem Zimmer blitzeblank. Also das fällt wirklich auf, diese Sauberkeit ist schon ganz geil. Und obwohl alles so ein bisschen altmodisch oder zumindest schon älter aussieht, ne, es ist jetzt kein neues Zimmer, neues Hotel, ist es schön sauber. Guck mal, haben wir eine Kamerafrau dabei, das kann man ja dann auch mal ausnutzen. Wir haben hier sogar eine eigene Küche. Ja, also hier kannst du dein eigenes Essen kochen. Werde ich jetzt nicht machen. Einen riesigen Kühlschrank, also so einen großen Kühlschrank habe ich glaube ich auch in noch keinem Hotel bis jetzt vorgefunden. Generell, dass man eine Küche hat, ist ja auch schon eher unüblich. Aber warum nicht? Refrigerator, ja. Hier so einen typisch amerikanischen Herd. Und Kaffeemaschine. Boah, sieht das ungesund aus. Irgendwie, ne, hier in diesen großen Tabs. Colombian Roast Coffee. Also das ist definitiv mit drin. Spülmaschine, gut, ist halt eine Küche, ne, Toaster auch. Was aber nicht mit drin ist, muss ich direkt mal sagen, schaut mal hier, das habe ich bei Achtung Abzocke schon gesehen, da war Peter Giesel in Las Vegas und hat sich tierisch darüber aufgeregt, ist natürlich irgendwo auch selbsterklärend, aber ich dachte hier, die Wasser, die müssen doch mit drin sein. Hab mir eins geschnappt und danach direkt gesehen, oh, guck mal hier hast du so kleine Sensoren, sag ich mal, unten drunter eingebaut und sobald man dieses Wasser rausnimmt, registrieren die unten, aha, die haben ein Wasser bewegt, 14 Euro. Den Fehler habe ich jetzt einmal gemacht. Natürlich hätte ich es auch einfach zurückstellen können und unten dann sagen, nee, ich habe es nicht getrunken. Aber mehr würde ich davon jetzt oder nehme ich davon jetzt nicht. Aber wobei ich mich auch ein bisschen frage, es müsste doch Complimentary Wasser hier geben. Also ich bin mal gespannt, ob die es berechnen. Aber ich gehe stark davon aus. Hier haben wir also einmal das Wohnzimmer der Suite. Ich finde das recht interessant. Also Marie hat gesagt, sie findet es schön. Diese blauen Wände, generell das Design mit diesem beigen Teppich. Es ist natürlich so ein bisschen typisch amerikanisch. Meinen persönlichen Geschmack trifft es jetzt nicht. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, das gefällt mir. Blaues Sofa, Sessel, auch recht bequem. Da kannst du dann speisen. Also Platz haben wir hier mehr als genug. Natürlich völlig unnötig, braucht man nicht. Wir haben Frühstück mit drin, auch wie immer meine $100 Hotelguthaben. Das heißt, wir werden es uns hier schön gut gehen lassen und sowas jetzt wahrscheinlich gar nicht nutzen. Ne? Ich finde das eigentlich richtig schön hier so mit den Farbkombinationen, weil überall sind diese blauen Bilder, dieses blaue Sofa. Aber ich finde die Küche, die sieht wirklich richtig amerikanisch aus. Und diese Schränke und so auch. Hier ist, glaube ich, eine Verbindungstür. Nee. Waschmaschine. Hey, Wahnsinn. Ja, also es gibt wahrscheinlich viele Familien, die hier hinkommen und schön 2 Wochen Miami machen oder so. Da ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Oder vielleicht war es auch früher so, ne? Vor 40, 50 Jahren, als man einen luxuriösen Urlaub machte, war das vielleicht normal, dass man seine eigene Waschmaschine hat. Heutzutage in den gehobenen Hotels wird ja meistens dann hier Laundry Service und so. Hier kannst du ein bisschen Sachen verstauen. Und hier hast du dann die Verbindungstür zur Nachbarsuite. Warum auch nicht? Die ist dann einfach spiegelverkehrt. Dann hast du insgesamt 186 Quadratmeter für deine Familie. Ja. Das hier habe ich noch gar nicht gesehen. Haben sie hier irgendwas für uns? Oh, ne, da ist ja nichts drin. Ich wundere mich echt, dass es hier anscheinend kein Wasser gibt. Vielleicht haben sie das vergessen. Unsere Koffer, also ich trage meine Sachen eh immer selber, weil ich auch meistens nur 2 Sachen dabei habe. Aber es wird dann trotzdem immer schon angeboten, ob man Hilfe benötigt beim Gepäck. Hier hat das irgendwie keinen interessiert. Die hatten da unten so viel zu tun. Aber naja, das ist Meckern auf hohem Niveau natürlich. Aber es kostet ja auch alles Geld. Dafür konnten wir halt wirklich ziemlich früh einchecken. Bevor ich euch jetzt das Schlafzimmer und Badezimmer zeige und alles, was wir hier noch so entdecken können, gehen wir mal raus. Leute, das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Also schaut euch das mal an. Ich muss sagen, erst dachte ich, es wäre cool gewesen, einen Balkon direkt zum Meer zu haben, aber jetzt hier zur Seite, ich meine, du siehst das Meer ja wirklich und hast dann noch diesen schönen Rundumblick über ganz Miami mit dem Fluss da unten, mit der Straße hier, so richtig typisch amerikanisch. Das ist schon geil. Da vorne wächst ja die Skyline von Miami Stadt auch immer mehr. Ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht, wenn es dunkel ist. Wird das wahrscheinlich alles schön leuchten. Einfach ein sehr, sehr geiler Ausblick, das muss man schon sagen. So ein bisschen usselig sieht der Balkon schon aus, muss man sagen. Hier steht auch irgendwie Wasser, obwohl es nicht geregnet hat. Ach Moment, Minibar. Haben wir ja ganz vergessen. Ja, hier geht es auch weiter mit diesen Kontakten. Ne? Wenn du hier halt dir was rausnimmst, zack, kommt auf die Rechnung. Wo haben sie denn eine Preisliste?
Boah, so ein Bierchen hier jetzt, Stella Artois. Das trinke ich auch schon ganz gerne. Ah, hier. Müssen wir mal kurz scannen. Cola Zero Index. Bin mal jetzt gespannt, was unser Wasser da kostet. Evian stilles Wasser, 1 Liter, $12 hat das jetzt gekostet. Ja gut. Snickers, Digga, Snickers, $12? Hier, dieses kleine Ding, $12. Cola Zero haben wir jetzt nicht, nur eine Pepsi. $6. Das ist okay, ne? Das finde ich aber wirklich ein bisschen gemein. Kommst hier ins Zimmer, hast vielleicht Durst auf dem Wasser, siehst dann da dieses Evian-Wasser, denkst dir, boah, das ist bestimmt mit drin. Zack, 12 Euro, weg. $. Und die müssen hier doch irgendwo Complimentary Wasser anbieten. Das kann doch nicht sein. Vielleicht finde ich es noch. Schublade, Schublade, Lupschade. Okay, Leute, dann war's das eigentlich. Und hier geht's jetzt ins Schlafzimmer. Hast du schon auf dem Bett gelegen? Ja, machen wir mal einmal Licht. Fernseher Nummer 2. Den anderen Fernseher habt ihr ja schon gesehen. Gestern Nacht habe ich wirklich hervorragend geschlafen. Im anderen Hotel. Oh, schönes Bett. Das ist ja wirklich sehr bequem. Man muss ja auch mal versuchen, schon in den Rhythmus zu kommen. 20 Uhr eingeschlafen und dann möglichst lang gepennt bis 6 Uhr morgens heute. War auch ein bisschen verklatscht dann, aber jetzt bin ich eigentlich ziemlich fit. Mal gucken, ob heute Abend der Jetlag reinknallt und wann ich müde werde. Vielleicht sehen wir ja den Steve Aoki noch. Hier haben wir dann ein Radio. Ja, keine Ahnung, wer das benutzt. Das ist auch dreckig. Wir werden auf jeden Fall heute Abend auch zum Abendessen gehen. Dining Reservation. Ja, hier gibt es 4 oder 5 verschiedene Restaurants. Werden wir uns eins von raussuchen. Ich bin mal gespannt. Jetzt gleich geht es erstmal an den Pool und ans Meer. Und mal gucken, was wir sonst noch so mitnehmen hier im Fontainebleau. Zu guter Letzt haben wir hier noch... warte mal. Einen weiteren Stauraum. Jacken, Anzüge aufhängen. Hab sogar einen Anzug dabei diesmal. Einen Safe. Und dann haben wir hier jetzt das Hauptbadezimmer. Auch Picobello Blanc. Schöner großer Spiegel. Vielleicht sagen sie auch, ja, Complimentary Wasser kommt hier raus. Aber ich finde, in solchen Läden muss man eigentlich auch so Wasser zur Verfügung gestellt bekommen aus einer Flasche. Bodylotion, Seife. Haben wir hier noch weitere Amenities drin? Nein. Ach, nee. Ein Klopapier-Amenity. Handtücher, Föhn, Showercap, okay. Eine recht stylische, aber auch sehr, sehr alte Badewanne. Das sieht ein bisschen ranzig aus mit den... Ich weiß nicht, da kommt wahrscheinlich Wasser raus. Ne, da kommt Wasser raus. Ach so, das ist Massage. Massagefunktion. Hier kannst du das dann aufdrehen wahrscheinlich. Ja, interessante Badewanne. Hier saßen bestimmt schon irgendwelche Topstars aus den 80ern drin. Dann die Hauptdusche. Auch mit schönem Shampoo. Das sieht ganz stylisch aus in diesen Flaschen, ne? Was ist denn das für eine Marke? Schaut mal hier. Made exclusively for Fontainebleau. Seit 1954. Ja, das könnte ein bisschen sauberer sein, die Dusche. Aber sonst... wirklich super. Ach so, und hier ist ja auch noch eine Toilette. Wieso habe ich die eben nicht gesehen? Hä, wie lost? Mit einem blauen Bild. Ja, das war's dann eigentlich mit der Roomtour. Für die Zimmergröße ging das sogar recht schnell. Heute Morgen war hier kein Wölkchen am Himmel, jetzt ist es ein bisschen zugezogen. Hier unten ist auch noch ein Pool, der gehört auch zum Hotel. Aber wir gehen, denke ich, jetzt gleich zum Hauptpool. Es ist ja eigentlich quasi auch so eine eigene Stadt. Diese ganze Anlage mit ihren 4 Gebäuden, dieser große Turm. Also hier sind bestimmt gerade über 3000 Menschen mindestens gleichzeitig. Eher wahrscheinlich 5000. Wir sehen uns jetzt gleich am Pool wieder. Bisschen planschen. Bis später. So, ich bin jetzt mal auf der Suche nach einer schönen Poolliege hier unten am Pool. Mal gucken, ob wir da fündig werden. Also das ist wirklich eine riesige Anlage. Das ist ja der Tower, Tresor Tower, wo unser Zimmer drin ist. Dann ist hier noch das andere Gebäude. Und dann ist hier vor uns das Hauptgebäude. Und dahinter ist auch noch ein Gebäude. Das ist aber ziemlich weit weg. Bisschen Fuß-Content. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine schöne Liege hier gefunden. Und hier haben wir das Menü. Jetzt suche ich mir mal eine Kleinigkeit aus. Ein bisschen Hunger habe ich mitgebracht. Ich finde, die Preise sind okay. Also klar, nicht günstig, aber ich hätte es jetzt tatsächlich teurer eingeschätzt. Mal gucken, was es wird. So, die beiden netten Herrschaften haben mir jetzt hier mein Essen gebracht. Schaut mal, das kam mir in so einer Box. Schauen wir mal rein. Ich habe mir hier Tacos bestellt. Ui. Ja, sieht auch ganz gut aus. Zack. Bisschen Zitrone oder Lemon drüber. Schmeckt ganz gut. Also, ich habe schon mal bessere Tacos gegessen, aber ist okay. Wobei, die kosten jetzt halt auch $28. Ja, bisschen wenig. Vielleicht. Ist schon ein recht großes Schwimmbecken. Oh, da hinten geht die Sonne gerade unter, sehr schön. Ja, aus jeder Ecke dröhnt hier natürlich so ein bisschen Musik. Das muss man halt wissen, also es ist jetzt kein Ort zum Relaxen, würde ich mal sagen, sondern eher so im Beachclub-Style. Hier sind auch extrem viele junge Leute, also eigentlich fast nur junge Leute. Ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg zum Beach hier vorne. Also ich würde mal sagen, das Durchschnittsalter hier liegt bei 30. Auch natürlich bemerkenswert, dass sich das anscheinend so viele leisten können in dem jungen Alter, hier zu sein. Wobei man auch so in den Beachclub hier reinkommt, also ohne ein Zimmer zu haben, meine ich. Hier hast du dann noch eine Bar, auch mit Musik.
Und hier geht es dann nach draußen Richtung Strand. Sehr, sehr geil hier dieser Beachwalk. Hier war ich heute Morgen schön joggen. Das gefällt mir sehr, sehr gut an Miami. Auch gerade super viele Leute, die dann morgens hier unterwegs sind. Man animiert sich so ein bisschen gegenseitig Sport zu machen, was ja eigentlich gut ist. Und hier kommen wir dann zum Strandabschnitt vom Fontainebleau. Ja, alles auch in den typischen Farben wie unser Zimmer. Wir haben jetzt 17 Uhr. Die bauen schon ab. Ich wollte eigentlich jetzt noch einmal ins Meer springen. Ich war noch nie in den USA baden. War schon 4-mal hier, kannst du eigentlich auch keinem erzählen. So, die Liegen schnappen wir uns mal schnell noch. Und hier dann das Fontainebleau nochmal von Strandseite. Also wie gesagt, 4 Gebäude. Da oben ist irgendwo unser Zimmer, hier in dem Tresor Tower. Gut, dass wir nicht da sind, das ist echt vom Schuss. Das Gebäude sieht auch sehr abgewrackt aus. Aber irgendwie hat es auch was, ne? Muss man schon sagen. Ich bin immer noch kein Fan, diese ganzen weißen Gebäude hier. Ich finde es hässlich, dass die hier so voll gebaut wurden. Hätte man schöner machen können, hat man damals nicht. Aber so sieht es hier halt jetzt aus am Miami Beach. Ich schätze mal, das Wasser ist nicht wärmer als 20 Grad, 21 Grad. Oh ja, es geht. Ah, jetzt ist die Sonne leider schon weg da hinten. So ein bisschen gerötet ist es noch. Ja, die Skyline leuchtet. Naja, geht. Ich würde mal sagen, wir suchen uns jetzt mal eins der Restaurants aus hier im Hotel und da sehen wir uns dann gleich wieder. Haha, Aufzug ist auch mal da. Nach 5 Minuten Wartezeit. Schaut mal. Wir machen uns auf den Weg zum Essen. Hier sieht man noch einmal die ganze Anlage. Es gibt einfach zu wenig Aufzüge. So, Marie ist auch fertig. Super sieht das aus. Dankeschön. Sehr schön. So, der nette Herr dort hinten an der Rezeption, hier vom Tresor Tower, hat uns jetzt einige Restaurants empfohlen. Und Marie ist ja vegetarisch, deswegen gehen wir jetzt italienisch essen. Können wir eine schöne Pasta oder so essen. Ich habe aber später noch ein Bonbon für euch. Da freue ich mich sehr drauf. Ein Bonbon? Ja, das macht er erst um 23 Uhr auf und es ist nicht der Nachtclub. Neben einigen lässigen Pool-Restaurants gibt es eigentlich abends 3 Hauptrestaurants. Das ist einmal das Mirabella Italien, wo wir jetzt auch sitzen. Das Prime 54 ist auch sehr bekannt, das ist ein Steakhouse. Und das Hakkasan, dort gibt es chinesische Küche. Mit Pasta kannst du nie was falsch machen, die war auch wirklich lecker, auch verdammt teuer. Bisschen Hotelguthaben musste ich natürlich loswerden, dann gab es auch ein leckeres Tiramisu. Die Location und der Service war hier wirklich top. Und es war ein schöner Abend, der kulinarisch aber noch nicht sein Ende fand für mich. Ich habe gerade schon 2 Stunden geschlafen. Jetzt wollte ich gerade noch mal runterfahren, um euch was zu zeigen oder noch was zu essen. Aufzug ist irgendwie kaputt. Ganz komisch, ich fühle mich gerade irgendwie, als wäre ich in einer Parallelwelt. Wirkt gerade so ein bisschen wie so ein Geisterhotel. Ich bin jetzt unten angekommen. Hinter mir seht ihr einen Foodtruck. Der hat hier einfach jede Nacht von 11 Uhr abends bis 5 Uhr morgens auf und gehört halt irgendwie auch zum Hotel. Da gibt es Burger und so weiter. Gehen wir mal hin. Hello. One classic burger, please. To take away? Take away? Ey, das ging ja schnell, schon fertig. Irgendwie ganz verrückter Laden. Den Fontenay Burger Truck Burger. Was für Fontenay? Ich komme irgendwie ganz durcheinander, weil ich war ja letztens in Deutschland im Fontenay. Fontenay und Fontainebleau klingt halt auch extrem gleich, ne? Ist natürlich der Fontainebleau Burger, ne? Umgerechnet 21 € gekostet. Jetzt bin ich mal gespannt, was der kann. Das wird eine Sauerei. Double Patty auch noch. Ziemlich salzig. Boah, ist das eine Sauerei. Boah, der ist total versalzen. Schau euch das mal an. Also ist jetzt nicht schlecht, aber ich habe jetzt mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Leider versalzen. Schmeckt nur nach Salz. Ja, Käse auch extrem intensiv. Mir gerade wie so ein Foodblogger. Intensiver Käse. 5 von 10. Naja, aber ist okay. Gut, 21 € ist auch schon mal wieder eine Ansage. Genauso wie eben beim Italiener. Alter, war das war auch ehrenlos teuer. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. $145. Ja, für 2 Pasta, 2 Getränke, Tiramisu. Schauen wir uns noch einmal Miami by Night an. Oh, hier ist es ja nass. Ja. Oh, ich habe gerade, wie gesagt, schon 2 Stunden geschlafen. War ultra müde. In Deutschland ist es jetzt ja schon 6 Uhr morgens. Ich esse jetzt noch ein bisschen Burger und dann schlafe ich auch weiter. Wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht.
Welcome to Miami. Wer kennt das Lied? Leute, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch gut geschlafen. Ja, das sieht doch nach ganz gutem Wetter aus. Ich bin jetzt mal aufs Frühstück gespannt. Sehr, sehr viele hier im Fontainebleau bestellen, glaube ich, das Frühstück aufs Zimmer. Das ist, glaube ich, in Amerika so ein größeres Ding als in Deutschland oder in anderen Ländern. Wir hätten hier jetzt natürlich auch genug Platz gehabt, um da zu frühstücken oder vielleicht sogar auf dem Balkon. Aber wir gehen jetzt runter zum Frühstück. Ich bin gespannt. Und heute geht's später auf ein Schiff. Ja, für eine Woche. Da kommt dann auch noch ein Video von, hier von Miami. Aber das klären wir dann im nächsten Video. Ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Also wir haben 2 Nächte in Miami übernachtet und das war's dann auch schon wieder. So Leute, hier unten geht's jetzt lang. Richtung Frühstücksrestaurant. Also das mit den Aufzügen ist wirklich ein ganz großes Problem. Also meckern muss ich am Ende auf jeden Fall nochmal ordentlich. Aber jetzt gehen wir erstmal was frühstücken. So. Die ganzen Leute hier sind auch so abgefuckt im Hotel, so passiv-aggressiv in den Aufzügen immer. Ist eigentlich ganz amüsant. So, wir sind jetzt hier beim Frühstück. Mal gucken, was es wird. Also auch hier ist Service super unfreundlich. Wir wurden gerade in irgendwie so eine dunkle Ecke geschickt. Dann habe ich gesagt, ich will da nicht sitzen. Dann wurde patzig geantwortet. Naja, Karte sieht doch ganz gut aus. Digga, das ist einfach Mark Wahlberg. Morning. How many people are Just 2. Digga, da war einer. Ist der Mark Wahlberg? Mark Wahlberg? You know, the actor? You know? Oh, yeah, Yeah. Yeah. What the fuck? You will see at the other. Ah, ja, okay. Lol, da war einfach Mark Wahlberg gerade hinter mir. Ich habe den direkt erkannt. Ja, Mark Wahlberg, da haben wir ihn. Jetzt habe ich ihn drauf. Warte, da ist er. Bester Mann. Ich habe schon viele Filme gesehen. Thank you. Perfect, thank you. Wow, Leute, das sieht so super aus, ne? Das ist kein Tomatenaufstrich oder so, sondern einfach Marmelade hier drunter. Das habe ich auch noch nie gegessen. Schmeckt interessant. Also das erste, was mir hier auffällt, ist, dass es extrem süß alles ist. Schaut mal hier, Chicken and Waffles. Das muss ich eigentlich mal probieren. Naja, Pancakes. Chicken and Waffles. Wollte ich schon immer mal probieren. Chicken and Waffles war jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade nach dem Frühstück noch einmal hier auf die ganz andere Seite der Anlage gegangen, um zu schauen, ob ich euch noch irgendwas Wichtiges einfangen muss. Aber hier sieht irgendwie alles ein bisschen ausgestorben aus. Aber man hat noch mal einen guten Blick auf die Anlage. Ich weiß gar nicht, ob die Zimmer hier in dem letzten Gebäude überhaupt jetzt belegt sind. Sieht irgendwie halt alles sehr leer aus. Dafür traumhaften Blick über den Beach. Vorne ist ja der Pool. Es gibt auch so ein paar unterirdische Gänge hier drunter. Da sind dann so ein paar Shops und auch noch Restaurants. Also das Fontainebleau ist auf jeden Fall eine Kleinstadt für sich. Muss man ganz klar sagen. Fazit machen wir jetzt sofort. Ich wollte eigentlich gerade hier draußen auf dem Balkon das Fazit machen, aber es ist mir einfach zu heiß. Sorry. Ja Leute, für uns heißt es jetzt auschecken. Dann geht's aufs Schiff. Wir fahren zu den Bahamas. Klingt irgendwie verrückt, ne? Dass ich mal auf den Bahamas irgendwann bin, hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Eigentlich. Vor 2 Jahren zumindest nicht. So, jetzt müssen wir das Ganze hier mal schnell einordnen. Also ich muss sagen, ich fand es schon cool hier zu sein. Es hat Spaß gemacht und auch das mal zu sehen, das Fontainebleau, oder ich habe es jetzt auf dem Radar. Geiles Hotel, historisches Hotel und hier ist schon viel zu entdecken. Definitiv. Fangen wir mal mit einem Positiven an. Also das Zimmer hier, absolute 10 von 10. Ich muss sagen, gefällt mir richtig gut. Auch wenn es natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist, jetzt auf dem Balkon. Es ist trotzdem sauber, geräumig, im amerikanischen Stil. Hier mit der Aussicht, das ist schon super und definitiv das Beste, was ich sagen kann. Ich habe jetzt mal alles, was komisch war oder auch nicht so gut, in Service reingepackt und lande dabei 2 Punkten. Ich glaube, 2 Punkte für den Service habe ich noch nie vergeben. Erstmal Check-in, war zwar recht freundlich, aber du musstest 25 Minuten warten, also das Hotel ist einfach zu voll. Ich glaube, die Mitarbeiter sind dadurch auch so ein bisschen überfordert, vielleicht gibt es auch ein bisschen zu wenige, dadurch sind viele auch genervt, gestresst, nicht so freundlich. Vielleicht ist es auch ein bisschen die amerikanische Art, aber so richtig mit Freundlichkeit wurde mir hier vielleicht 2-mal begegnet und sonst war es eher sehr hier, was wollt ihr? Aufzüge gehen seit gestern Abend ja nicht mehr. Das ist ein ganz großes Problem, weil irgendwie kümmert sich keiner drum, interessiert auch keinen. Die ganzen Gäste sind so sauer, einige haben schon ausgecheckt deswegen, weil ich habe jetzt wirklich in der Zeit, wo wir hier waren, etwas mehr als 24 Stunden, habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde damit verbracht, auf irgendeinen Aufzug zu warten. Und das nervt halt brutal und ja, wenn man so viel Geld bezahlt, darf das nicht passieren, ne? Essen war dennoch ganz gut, vor allem gestern Abend das italienische Restaurant fand ich sehr, sehr lecker. Marie auch. Den Burger, der war nicht so gut. Frühstück war in Ordnung. Halt typisch amerikanisch, schön hier Kalorien reinballern. Schmeckt alles von der Freshness ein bisschen anders als in Europa. Ich will nicht sagen schlechter, einfach anders, aber definitiv schlechter, als ich es in vielen asiatischen Hotels schon genießen konnte. Also man merkt, dass hier viel Geschmacksverstärker und so am Werk sind. Das würde ich schon sagen. Wir haben aber ein tolles Abenteuererlebnis, hier die ganze Fontainebleau-Welt zu entdecken. Echt cool. Gerade auch die Lage hier am Miami Beach ist schon toll. Preis-Leistung finde ich auch
okay, weil das Zimmer halt wirklich so cool und besonders ist. Lage. Bin ich jetzt Immobilienmakler oder was? Ich komme am Ende auf 7,0 Punkte und damit ist es wirklich sehr, oder hat es nicht gut abgeschnitten, aber das war mir irgendwie von vornherein auch recht klar, dass das wahrscheinlich jetzt nicht so ein richtig rundes Erlebnis wird. Aber ich kann euch das Fontainebleau trotzdem empfehlen, wenn ihr zu viel Geld habt, hier vielleicht mal abzusteigen für eine Nacht oder 2 oder auch länger. Hoffentlich funktionieren dann die Aufzüge wieder und man muss nicht den Serviceaufzug benutzen, wo auf jeder Etage ganz viel Müll vor den Aufzügen liegt. Also das geht halt auch nicht. Da war heute Morgen sogar Blut auf dem Boden, glaube ich. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ciao.